Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wie bereits im Oktober angekündigt, geht es diesen Monat um Zivilfiguren. Balduin, der Hüter der alten Welt, seine Kanäle habe ich euch unten verlinkt, und ich wollen zusammen ein Turniervideo machen und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Termin, was sich nun mal leider nicht so einfach gestaltet. Nichtsdestotrotz schreitet die Vorbereitung auf Seiten der Statisten weiter voran. Die ersten Modelle, die ihr hier schon seht, sind von Wargames Foundry und soweit ich weiß, gehörten die in gewisser Weise auch zu den ursprünglichen Bretonen, weil man einfach Ritter und Fußvolk aus dem 100-jährigen Krieg benutzt hat. Ein kleiner Wermutstropfen hier ist, dass die Modelle alle im 28 mm Real Scale modelliert wurden und deswegen sind sie kleiner als die Bretonen von GW. Das dürfte allerdings in einem Video wenig stören, denn da sind sie im Hintergrund zu sehen und dann auch als großer Pulk. Da fällt das, glaube ich, nicht ganz so sehr auf. Die nächste Gruppe ist bis auf 2 Modelle ebenfalls von Foundry und aus dem 100-jährigen Kriegssortiment. Hier mischen sich jetzt auch zum ersten Mal Figuren von Warlord Games unters Volk, und zwar die 2 Jungs und der Mann mit dem Papierhut. Die gehören nicht mehr ins Mittelalter, sondern schon in die frühe Neuzeit, denn sie sind aus der Pike-and-Shot-Reihe. Wir haben es hier sozusagen mit den ersten imperialen Bürgern zu tun, die als Zuschauer am Turnier teilnehmen. Wer von euch das erste Turnier schon gesehen hat, der weiß, dass auch imperiale Ritter teilnehmen, also warum sollten nicht auch ein paar imperiale Bürger vor Ort sein? Das Schöne an den Reihen von Wargames Foundry und Warlord Games ist, dass es ganz einfache Leute gibt, die ihrem Tagwerk nachgehen oder im Fall des Adligen vermutlich andere das tun lassen. Die Modelle können wunderbar im Hintergrund stehen und lassen nicht nur ein Turnier, sondern auch ein Schlachtfeld lebendiger wirken. Den schönsten Satz in diesem Zusammenhang habe ich im Regelwerk von Warlords of Erebon gelesen und das heißt ziemlich frei übersetzt: Es gibt keine Regel, wie viel Gelände benutzt werden soll. Stellt einfach auf, was ihr wollt. Je mehr es nach einer realen Landschaft aussieht, desto besser. Schließlich wurden Schlachten auch nicht immer auf völlig freien Feldern geschlagen. Für mich gehören da eben auch Zivilisten dazu. Weil es gibt immer irgendwelche armen Kerle, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder in späteren Jahrhunderten zum Teil Leute, die wirklich losziehen und auf Entfernung die Schlacht beobachten. Wie eine Art Sonntagsunterhaltung. Auch in der nächsten Gruppe sind Modelle von Warlord Games. Die Wäscherin und der fröhliche Zecher stammen aus der Pike-and-Shot-Reihe, die ich ja schon erwähnt habe, während die beiden anderen von Foundry sind. Der Herr mit dem Fass auf der Schulter wird später zur Tavernenbesatzung gehören als Schankknecht. Irgendwo muss der Zecher ja seinen Wein oder das Bier herbekommen. Die Wäscherin schaut ziemlich griesgrämig drein, weil sie vermutlich schon darüber nachdenkt, wie viel Arbeit es wird, die Waffenröcke und Schabracken der Pferde zu reinigen, während der Herr mit der Gugel einfach nur fröhlich zuschaut. Ein Turnier ist ja auch immer eine große Veranstaltung, die Leute aus der ganzen Gegend anzieht, was zwangsläufig dazu führen kann, dass ein Markt veranstaltet wird. Immerhin wollen die Zuschauer was zu essen und zu trinken haben und möglicherweise finden sich auch noch Handwerker ein für eventuelle Reparaturarbeit. Dass gleichzeitig mit einem Turnier ein Markt veranstaltet wird, ist nicht unbedingt historisch korrekt, denn das Marktrecht war im Mittelalter sehr strikt geregelt. Allerdings sind wir hier in Bretonia und ich habe mir gedacht, hier gehört ein Markt auf jeden Fall zu einem Turnier dazu. Der Mann mit der Kiepe auf dem Rücken ist ein Hausierer, der auf dem Markt seine Bestände ergänzen will, bevor er wieder in abgelegene Dörfer zieht. Der Bauer mit dem Ferkel führt eine Rotte Schweine zum Verkauf oder sie werden direkt vor Ort geschlachtet und am Spieß gebraten. Immerhin haben die Leute und auch die Ritter Hunger. Die beiden anderen Modelle sind einfache Landarbeiter, die gerade von der Arbeit heimkehren. Sie sind wahrscheinlich keine begeisterten Turniergänger und kommen nur vorbei, weil sie mal eben reinschauen wollten. Ich habe auch noch komplette Marktstände und auch die entsprechenden Händler, allerdings sind die noch in Arbeit, die werden dann in einem späteren Video mal gezeigt werden. Den Abschluss, was Figuren betrifft, bilden ein Wirt mit seiner Wirtin und der Schankmaid. Die Modelle sind von Metal Magic, falls das der eine oder andere von euch noch kennt. Die wurden, soweit ich weiß, in Deutschland hergestellt und gehörten sogar zu den ersten Figuren, die ich vor jetzt fast 30 Jahren gekauft und bemalt habe. Die Taverne bzw. das Tavernenzelt mit zugehörigen Tischen und ähnlichem ist immer noch im Aufbau begriffen, aber die ersten Fässer und Flaschen sind bereits gedruckt und härten gerade aus. Natürlich brauchen die Ritter auch eine Unterkunft, vor allem dann, wenn sie einen weiten Weg angereist sind. Immerhin nehmen nicht nur fahrende Ritter am Turnier teil, sondern auch Ritter des Königs und die wollen sich natürlich entsprechend in Szene setzen. Die Zelte stammen, wie könnte es anders sein, aus dem Drucker. 2 der 4 Zelte hier hatte ich vorher schon fertig gemacht, also habe ich einfach noch 2 weitere gedruckt. Insgesamt sind die sehr einfach gehalten. Sie gehören entweder fahrenden Rittern oder Rittern des Königs, die sich kein größeres Zelt leisten können oder wollen. Als nächstes kommen die größeren Zelte. Da ist dann nicht nur Platz für den Ritter, sondern auch für seine Knappen und die Ausrüstung. Und natürlich darf man nicht vergessen, man kann in einem großen Zelt Gäste bewirten. Repräsentation ist schließlich alles.
Deshalb arbeite ich auch noch an ein paar kleineren Materialzelten, wo dann die Knappen schlafen müssen, weil der Ritter einfach seine Ruhe im großen Zelt haben will. So viel also zur Werkbank im November. Im Dezember geht's etwas anders weiter als sonst. Ich werde ein paar Videos machen, auf die ich schon angesprochen wurde, und zwar werde ich euch den Fortschritt der angefangenen Armeen zeigen. Den Anfang machen die Hochelfen, gefolgt von meinen Italienern. Bei den Italienern werden dann auch ein paar Modelle dabei sein, deren Videos erst im nächsten Jahr laufen werden. Ich hatte aufgrund der Ereignisse im Februar die Videos erstmal nicht veröffentlicht, von daher kommen sie etwas später. Den Anschluss bildet meine Landsknechts- bzw. Imperiumsarmee, in der mittlerweile auch ein paar Figuren sind, deren Video zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurde. Das letzte Video im Dezember werden dann meine Bretonen sein. Auch da gibt es ein paar Modelle, die noch nicht auf dem Kanal zu sehen waren und die auch kein eigenes Videomaterial haben. Das waren einfach Versuche und Spaßprojekte, an denen ich Sachen ausprobiert habe. Bleibt also gespannt, wie es weitergeht, und natürlich wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.